Also für uns war vollkommen klar, dass wir den Konstruktionsfehler der Ampel, nämlich die Größe der Aufgabe zu erkennen, aber bei den Finanzierungsgrundlagen eben grundsätzlich Nein zu sagen, die FDP, diesen Fehler nicht zu wiederholen und die Finanzierungsfragen vor die Klammer zu ziehen. Also wir haben beide nach der Wahl eines ganz klar angekündigt. Einerseits, wir werden jetzt in diese Gespräche gehen, weil es war vom Wahlabend an ja klar, dass wir Gespräche führen würden mit CDU und CSU. Und wir werden gleichzeitig aber auch eben einen vorgezogenen Bundesparteitag vorbereiten. Und wir werden eben auch eine sehr klare Analyse dieses Wahlergebnisses, das schmerzhaft für uns ist und bitter, werden wir vornehmen und aus dieser Analyse dann auch Schlüsse ziehen. Und Sie dürfen davon ausgehen. Hey Leute, setzt euch hin und lehnt euch zurück. Es wird wieder absurd. Koalitionsverhandlungen, Reform, Einsparung. Saskia Esken redet und redet. Doch wenn man genau hinhört, bleibt am Ende nur heiße Luft übrig. Bürokratieabbau. Ach, irgendwann mal. Generationsgerechtigkeit. Nächste Frage. Und wieso eigentlich Agrardiesel und Pendlerpauschale in den Infrastrukturfonds rutschen, bleibt ungelöstes Rätsel. Wer sich schon immer gefragt hat, wie man auf viele Fragen keine einzige klare Antwort gibt, hier kommt das Lehrstück. Bleibt dran und sagt mir in den Kommentaren, was ihr von diesem Politik-Schauspiel haltet. Und nicht vergessen, liken, abonnieren, kommentieren. Sonst erzählt Saskia Esken noch, dass die Ampel alles im Griff hat. Auf geht's! Über Zustimmung, Abweichler und Erneuerung will ich jetzt sprechen mit der Co-Vorsitzenden der SPD, Saskia Esken. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Hagen. Die Zeiten des Paradieses, wo jeder Wunsch mit Geld erfüllt wird, sind vorbei, sagt Friedrich Merz. Und man hat aber mit Blick auf dem, was Sie jetzt vorhaben, den Eindruck, es ist komplett das Gegenteil der Fall. Also für uns war vollkommen klar, dass wir den Konstruktionsfehler der Ampel, nämlich die Größe der Aufgabe zu erkennen, aber bei den Finanzierungsgrundlagen eben grundsätzlich Nein zu sagen, die FDP, diesen Fehler nicht zu wiederholen und die Finanzierungsfragen vor die Klammer zu ziehen. Also vor der Koalitionsverhandlung zu klären, was ist die finanzielle Grundlage dieser Koalition. Aber wenn man sich jetzt anschaut, die Infrastruktur, die ist nicht erst seit 3 Tagen, 3 Wochen, 3 Monaten und 3 Jahren marode, sondern schon länger. Okay, ja. Und da sagen auch alle, dass da Geld rein soll, Generationsgerechtigkeit hin oder her, ist auch okay. Wenn man sich jetzt aber anguckt, dass die Mütterrente irgendwie mit drin steht, die Pendlerpauschale, der Agrardiesel, die Mehrwertsteuersenkung bei der Gastro, was hat das bitte mit der Infrastruktur zu tun? Das hat gar nichts mit der Infrastruktur zu tun. Zuerst, wie gesagt, haben wir ja diesen Beschluss gefasst, wie die Finanzierungsgrundlage sein soll für die Investitionen und für die Sicherheit. Das war mal ein wichtiger Beschluss. Und jetzt müssen wir in Koalitionsverhandlungen diese Dinge, die wir in dem Sondierungspapier miteinander vereinbart haben, auch gegeneinander checken und auch sehen, was sich davon finanzieren lässt. Aber gehen die mit in diesen Infrastrukturfonds von 500 Milliarden? Nein, das können Sie hier zusichern? Ganz sicher, die haben mit Infrastruktur gar nichts zu tun. Da geht es um was anderes. Und wo sparen Sie dann überhaupt? Also im Vorfeld war ja auch immer die Rede, wir müssen schon sparen. Wir haben gar kein Einnahmeproblem, sondern eher ein Ausgabeproblem. Wo sind Reformen? Das Wort Einsparungen in Ihrem Sondierungspapier kommt, glaube ich, einmal vor. Da geht es um Staatsmodernisierung und Bürokratieabbau beispielsweise. Da geht es darum, wie der Staat auch künftig, da er ohnehin Personal verlieren wird im Zuge des demografischen Wandels, seinen Job auch machen kann mit weniger Personal. Das wird ja nicht reichen. Das macht ziemlich was aus. Also wenn wir erwarten, in etwa 10% weniger Personal zu haben in 5 bis 10 Jahren, dann ist es schon eine erhebliche Reduktion. Das sind ja keine Reformen, wo man sagt, das ist jetzt ein Wurf, wo man einspart. Richtig, deswegen habe ich auch gesagt, 10% Personal einsparen ist keine Ansage, sondern wir müssen den Staat so modernisieren, dass er seine Aufgaben wirklich auch gut erfüllen kann. Mit weniger Bürokratie, mit weniger Personal, aber mit mehr Effekt. Und gehört das nicht auch vor die Klammer, das, was Sie gerade so schön formuliert haben? So betrachtet gehört alles vor die Klammer der Regierungsbildung. Und deswegen wird der Koalitionsvertrag ja jetzt auch ausgehandelt. Aber die finanziellen Grundlagen für die Investitionen und für die Bundeswehr, das war jetzt ganz entscheidend, dass wir da vorher Vereinbarungen treffen. Die Grünen haben auch sehr gut verhandelt, muss man sagen. Ich glaube, das haben jetzt alle anerkannt. Denn von 50 auf 100 Milliarden in den Klimaschutz, Klimaneutralität soll jetzt sogar ins Grundgesetz. Ja. Aber das Wort, dass es das Staatsziel ist, das wird es nicht geben. Warum soll es dann überhaupt ins Grundgesetz?
Da haben die Grünen darauf bestanden. Tatsächlich ist ja der Klimaschutz und das Klimaschutzziel auch bereits gesprochenes Verfassungsrecht, Genau. weil das Verfassungsgericht ja schon uns auch die Aufgabe gegeben hat, Ziele sind gut, aber ihr müsst auch Maßnahmen ergreifen. Ihr habt diese Verantwortung für Warum die dann nicht künftigen Staatsziel? Generationen. Na, das ist eine reine Frage der Interpretation jetzt der Verfassung und am Ende auch der Begründung und der Dinge, die wir dort einfach gesetzlich dann vereinbaren. Aber entscheidend ist doch, was rauskommt. Entscheidend ist doch, dass wir dafür sorgen, dass der KTF, der Klimatransformationsfonds, Ja. so heißt er, dass der gut wieder ausgestattet wird, damit wir eben auch die Industrie in der Transformation gut begleiten können. Das alles wird sowieso nur gehen, wenn der Bundestag morgen mit einer Zweidrittelmehrheit den Grundgesetzänderungen zustimmt und dann am Freitag der Bundesrat. Es gibt immer mehr Abweichler, zum Beispiel der ehemalige Generalsekretär der CDU, Mario Chaya, hat sich jetzt geäußert, er hat gesagt, das ist alles gar nicht generationengerecht und da werden Begründungen herangezogen, die seien nicht redlich. Es soll ungefähr 20 Abweichler geben bei SPD, Grünen und der Union. Wissen Sie, kennen Sie Ihre Abweichler? Wir sind natürlich in Gesprächen mit denjenigen, die da Fragen haben. Aber ganz klar, die SPD ist seit vielen Jahren der Auffassung, dass wir mehr für Infrastruktur tun müssen. Ich selbst habe vor 5,5 Jahren mal 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur Wurden Sie gefordert. belächelt? Das war noch nicht so richtig ernst genommen. Tatsächlich habe ich aber dann ja den Wettkampf, um den es damals ging, den Wettbewerb um den Parteivorsitz gewonnen. Also die Einstellungen sind Aber wie schon läuft das dann, Frau länger Esken? da. Holt man sich die dann ran zu einem Ja. Einzelgespräch und sagt, so pass mal auf hier, das ist wichtig, ihr müsst also mitstimmen? Oder wie läuft das? Na klar, wir argumentieren. Es geht natürlich um die doppelte Botschaft eben auch der Ausgaben für die Verteidigung und der Ausgaben für die Infrastruktur, dass es auch zusammengehört, dass wir, wie wir im Wahlkampf gesagt haben, kein Entweder-Oder wollen, dass wir nicht für die Bundeswehr eine Menge Geld aufbringen und für die Verteidigungsfähigkeit, aber eben nicht für die Schulen, nicht für die Brücken, Ja. nicht für die Schienen. Also- Und in dieser Kombination hoffen wir auch, die Kolleginnen und Kollegen überzeugen zu können. Aber es ist, glaube ich, bei der CDU noch ein weiterer Weg als bei uns. Wenn 31 nicht mitgehen, dann können Sie im Grunde einpacken, dann wird es die Grundgesetzänderung nicht geben. Sie haben nach der Wahl, nicht Sie persönlich, aber Lars Klingbeil und auch einige andere, jetzt hat sich der Ministerpräsident Woidke auch noch mal geäußert, zu einer inhaltlichen und insbesondere einer personellen Erneuerung in der SPD. Und ohne Ihnen nahtreten zu wollen oder respektlos zu sein, bei Ihnen passiert nichts, also oder relativ wenig. Und Sie und Lars Klingbeil sind jetzt nicht eine Neuerung. Also wir haben beide nach der Wahl eines ganz klar angekündigt. Einerseits, wir werden jetzt in diese Gespräche gehen, weil es war vom Wahlabend an ja klar, dass wir Gespräche führen würden mit CDU und CSU. Und wir werden gleichzeitig aber auch eben einen vorgezogenen Bundesparteitag vorbereiten. Und wir werden eben auch eine sehr klare Analyse dieses Wahlergebnisses, das schmerzhaft für uns ist und bitter, werden wir vornehmen und aus dieser Analyse dann auch Schlüsse ziehen. Und Sie dürfen Würden davon Sie ausgehen und eventuell? alle anderen dürfen davon ausgehen, dass die SPD diese Leistung auch als Team erbringt, genauso wie die Sondierungen und die Koalitionsverhandlungen und dass wir auch als Team entscheiden, wie es mit der SPD-Spitze weitergeht. Dann sind wir gespannt, ob Sie, aber jetzt muss ich noch mal nachfragen, würden Sie personelle Konsequenzen ziehen, wenn das die Mehrheit will? Da werden auch personelle Konsequenzen Auch Sie notwendig persönlich? sein. Das werden wir als Team entscheiden. Okay, Saskia Esken, die Parteivorsitzende, Co-Parteivorsitzende der SPD. Danke für Ihren Besuch. Sehr gern. Saskia Esken ist ein Paradebeispiel für Politiker, die an ihren Stühlen kleben. Egal wie schlecht die Ergebnisse ausfallen, es ist fast schon urkomisch, wie sie und ihr Kollege Klingbeil nach der desaströsen Bundestagswahl noch immer an ihrem Posten festhalten. Normalerweise würde man nach solch einem Misserfolg erwarten, dass jemand von Charakter die Konsequenzen zieht und zurücktritt. Aber nicht Esken. Sie redet lieber von personellen Veränderungen, als würde die Verantwortung auf jemanden abgeschoben werden, der weit weniger Einfluss hat als sie selbst. Und wenn diese Veränderungen kommen, wird wahrscheinlich irgendein unbedeutender SPD-Abgeordneter als Sündenbock herhalten müssen. Während Sie und Klingbeil sich in endlosen Analysen und Diskussionen verheddern, bleibt die Partei in der Krise stecken. Esken und Klingbeil sind nicht die Lösung, sondern ein Teil des Problems. Sie selbst wissen das sicher auch. Nur leider ist es einfacher, den Kopf in den Sand zu stecken und weiter zu wursteln. Das Ergebnis? Stillstand und Frustration. Abschließend lässt sich sagen, wer nicht in der Lage ist,
Verantwortung zu übernehmen und stattdessen ständig andere für sein Versagen verantwortlich macht, sollte sich endlich fragen, ob er noch an der richtigen Stelle ist. Aber bei so viel Selbstüberschätzung und Unfähigkeit, den Punkt zu erkennen, an dem es Zeit ist zu gehen, wird das wohl nie passieren. Naja, Frau Esken, machen Sie ruhig weiter so. So habe ich wenigstens immer genug zu berichten. So Leute, das war's für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.